Wenn man auf Europa hinschaut und die Geldpolitik, die wir hier in Europa haben, dann muss es eigentlich zu einer Krise wieder kommen. Irgendwohin zu investieren, was ich nicht verstehe, kommt für mich nicht in Frage, weil ich das nicht beurteilen kann. Heute haben wir einen Spezialisten hier zum Thema Geldanlage und Investition, speziell in Krisenzeiten. Hallo, es ist Ruhe. Bitte setz dich da auf den Sessel auf den Boden. Und meine erste Frage an dich, Paul, ist, was sind die Dinge oder worin würdest du nicht Geld investieren? Ich würde Geld nicht in Unternehmen investieren, in denen ich keine Kontrolle habe. Das bedeutet Aktienkauf, wo ich keine Kontrolle dort habe, kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Warum? Was ist das Problem, wenn du selber keine Kontrolle hast? Du kannst ja vertrauen, dass sie dir genug Profit bringen. Ja, es ist so, wenn du an Unternehmen Geld gibst, die die Investition verwalten sollten, gibt es ja kein Interesse bei dem Management, dir hohe Profite zu erwirtschaften, sondern sie erwirtschaften nur das, was der Markt auch sonst auch hergeben sollte oder müsste. Also sie haben keinen Anreiz, irgendwie noch mehr zu tun als versprochen oder liefern vielleicht sogar noch weniger als versprochen. Eben, also sie nutzen die Investition, um ihre Profite zu steigern, aber die Ausschüttungen und die Profite der Anleger so minimal zu halten, wie es der Markt erlaubt. Jetzt in den tiefen Zinszeiten gibt es auch tiefe Ausschüttungen. Wenn es dann hohe Zinsausschüttungen oder Zinszahlungen gibt von den Banken, dann gibt es auch höhere Ausschüttungen. Also der Markt hält sich immer im Gleichgewicht, was eine Rendite angeht in der Ausschüttung. Also so richtig gecheckt habe ich es jetzt nicht, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären. Also, weil du es nicht gecheckt hast, ja. In den 90er Jahren waren die Zinsen zwischen 7 und 12%. Ja, die waren sehr hoch. Die waren sehr hoch. Genau. Und in diesen Zeiten gab es auch höhere Ausschüttungen, was Rendite angeht, der Anleger. Das heißt, Anleger, die ihr Geld in Firmen investiert haben, haben auch höhere Renditen gehabt. Jetzt, wo die Zinsen gering sind, tief sind auch die Ausschüttungen von Unternehmen tief. Das bedeutet aber nicht, dass die Unternehmen weniger verdienen. Aha, also sie verdienen eigentlich vielleicht gleich viel, aber sie schütten einfach weniger aus, weil sie nicht mehr müssen. Ja, weil der Markt es ja nicht hergibt. Das heißt, da wo der Markt die Zinsen und so weiter drückt und wir haben sozusagen im Bereich von 4-5% Renditen, da wird keine Firma rausgehen und dir plötzlich 10% geben, obwohl sie das erwirtschaftet, sondern sie drückt auch, weil die Erwartung gar nicht da ist. Niemand erwartet, dass du in der heutigen Zeit eine Rendite von 10-12% bekommst. Ah, okay, aber das ist für mich neu. Dann, das heißt, die Firma, die gibt nie die Rendite, die sie könnte, sondern die sie muss eigentlich. Sie könnte vielleicht mehr, aber sie schüttet nicht mehr aus. Nein, sie gibt immer das, was der Markt derzeit auch bietet. Und vielleicht, um an eine Investition zu kommen, bietet sie einen Tick höher die Rendite. Aber nur einen Tick. Zu gewinnen. Nur einen Tick und nicht sozusagen nach oben, also stark nach oben, wie es in den 90er Jahren war, zwischen 10 und 12% in dem Bereich. Und das heißt, was machen Sie dann mit dem Rest von dem Gewinn, die Firma? Entweder Sie stellen das in den Bilanzen als Rückstellungen ein, oder Rücklagen oder tun das im Falle eines Managementgehaltes in höheren Ausschüttungen halt münden. Das heißt, wenn eine Firma höhere Gewinne hat und darauf keine Steuern zahlen will, beziehungsweise weniger Steuern zahlen will, dann tut sie ja mit vielen Formen von Rückstellungen, Rücklagen, höhere Boni, die Gewinne drücken. Und Paul, was wären die Dinge, in die du investieren würdest? Ich würde investieren in diese Bereiche, wo ich mich auskenne.
Ich selbst kenne mich in Immobilien aus. Aus diesem Grund tendiert sozusagen die ganze Investition und die Tätigkeit und das Umfeld und die Kenntnis in diesem Bereich. Irgendwo hin zu investieren, was ich nicht verstehe, kommt für mich nicht in Frage, weil ich das nicht beurteilen kann. Und somit würde ich investieren immer in dem Bereich, wo ich mich entweder sehr gut auskenne oder Personen habe, die sich darin gut auskennen und ich denen vertrauen kann. Wie viel Geld hast du? 240 Euro. Hatte ich mal. Hattest du Jetzt mal? nicht mehr. Ach so, okay.